In diesem Video möchte ich euch näher bringen, wie ihr es schafft, andere Menschen zu manipulieren, wie ihr verhindert, von anderen Menschen manipuliert zu werden und wie man es schafft, mit Manipulation die Emotionen, das Verhalten und die Entscheidungen ganzer Nationen zu beeinflussen. Manipuliere Menschen immer nur in ganz kleinen Schritten. Ist man einmal zu schnell, dann geh wieder einen Schritt zurück und danach wieder 2 Schritte nach vorn. Was passiert denn, wenn man versucht, Menschen zu schnell zu manipulieren? Wenn ich einen Menschen zu schnell manipuliere, dann gehe ich die Gefahr ein, dass meine Aussage zu weit entfernt von seiner Vorstellungskraft ist. Es droht, dass die Person das Vertrauen verliert, sich komplett von mir abwendet, ich jeglichen Einfluss verliere und im schlimmsten Falle derjenige sogar zur Gegenseite wechselt. Wenn ihr einen Menschen erfolgreich manipulieren wollt, dann seid stets geduldig und manipuliert wirklich immer nur in ganz kleinen Schritten. Ein ganz wichtiger Punkt in der Manipulation ist es, einen Dritten als Feindbild zu schaffen, selbst die Lösung oder seine eigene Unterstützung im Kampf gegen den Feind zu bieten. Ein Feindbild zu schaffen führt dazu, dass derjenige sich von dem Dritten oder der Sache abwendet und nach Hilfe sucht. Diesen Moment muss man ausnutzen und sofort die Lösung aufzeigen. Indem ich jemanden in einen Schock versetze, Entsetzen und Erschütterung auslöse, erreiche ich, dass derjenige für einen gewissen Zeitraum seinen Verstand komplett ausschaltet und den Wahrheitsgehalt der Information nicht hinterfragt. Wichtig ist es jetzt schnell zu handeln und ihm sofort eine Lösung im Kampf gegen den Feind anzubieten. Warte ich hingegen zu lange damit, besteht die Gefahr, dass der zu Manipulierende sich aus seiner Schockstarre befreit und im schlimmsten Falle sogar die Lüge enttarnt. Eine weitere Möglichkeit ist es, immer wieder neue Schockmomente zu schaffen, damit es der Betroffene gar nicht mehr schafft, aus seiner Schockstarre herauszukommen. Für diesen Punkt ist es wichtig, dass ich denjenigen schon etwas besser kenne oder ausreichend Informationen über die Historie eines Volks besitze. Entscheidend ist es hierbei beim Gegenüber, eine verletzliche Stelle zu finden und mögliche Traumata auszumachen. Danach muss man in genau diese Wunde reingehen, denn hier kann man am einfachsten bei demjenigen eindringen und ihn manipulieren. Extrem wichtig in der Manipulation ist es, die Meinung des anderen zu unterdrücken oder eine andere Person extrem unglaubwürdig zu machen. Im besten Falle muss man permanent den Verstand des zu Manipulierenden mit falschen Informationen überfluten, um bereits im Keim zu ersticken, dass derjenige sich die Meinung des Dritten überhaupt anhört. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt in der Manipulation ist es, immer und immer wieder den gleichen manipulativen Reiz zu setzen. Noch besser ist es, wenn man diesen von verschiedenen Seiten auf den zu Manipulierenden einprallen lässt, sodass dieser die Lüge noch weniger hinterfragt. Das beste Geschäft ist das Geschäft mit der Angst. Angst macht gefügig. In der Manipulation ist es das beste Werkzeug, was es nur geben kann. Angst blockiert uns und bringt uns dazu, die Kontrolle über unser Leben, über unsere Gesundheit und unsere Finanzen komplett abzugeben. Vor allem bei introvertierten Menschen mit einem sehr geringen Selbstbewusstsein
sollte man unbedingt immer wieder mit Ängsten arbeiten. Die Manipulation des Unterbewusstseins ist ein ganz wichtiger Punkt und nur wenige können sich vorstellen, wie viel Potenzial darin steckt. In manchen Fällen kann es sogar noch effektiver sein, weil nicht die Gefahr besteht bei dieser Art der Manipulation, dass die Lüge auffliegt. Um das zu verstehen, müsste derjenige nämlich seine Träume steuern können oder diese sich zumindest detailliert merken, und das können nur ganz wenige. Ein weiterer Faktor, um andere Menschen erfolgreich zu manipulieren, ist es, Personen mit einem hohen Titel oder eine hohe Institution für die Verbreitung falscher Informationen einzusetzen. Bei Menschen mit einem hohen Titel in einem bestimmten Fachbereich oder einer sehr bekannten Institution neigt das menschliche Gehirn sehr schnell dazu, die Kontrolle komplett abzugeben und den Informationen blind zu vertrauen. Diesen Mechanismus des Gehirns müsst ihr ganz bewusst ausnutzen, um noch mehr Kontrolle und Macht über andere Menschen zu erlangen. Das Bluffen ist die Königsdisziplin der Manipulation. Im Gegensatz zu den anderen Schritten erfordert es jahrelanges Training. Wer diese Fähigkeit jedoch perfektioniert hat, kann sich Meister der Manipulation nennen. Bluffen bedeutet, dem zu manipulierenden Sachen und Möglichkeiten vorzugaukeln, die man in Wirklichkeit eigentlich gar nicht hat. Damit kann man einen Gegner zum Aufgeben oder zu falschen Entscheidungen zwingen, obwohl dieser eigentlich die deutlich bessere Ausgangssituation hatte. Bei Menschen, die extrem hohe Fähigkeiten besitzen, Lügner anhand von Mimik, Gestik und Körpersprache zu entlarven, ist es ganz wichtig, unbedingt das Pokerface aufzusetzen und keine Miene zu verziehen. Bei der großen Masse hingegen ist es sinnvoll, auch mit Worten und Emotionen zu spielen, um mit Hilfe von Mimik und Gestik die Menschen noch mehr zu manipulieren. Wenn ihr andere Menschen manipulieren oder gegeneinander aufhetzen wollt, dann rate ich euch, diese Schritte unbedingt ganz bewusst einzusetzen. Mit etwas Übung werdet ihr es schaffen, Macht und Kontrolle über andere Menschen zu erlangen. Wenn es nicht euer Ziel ist, andere Menschen zu manipulieren, ihr aber wiederum auch nicht von anderen manipuliert werden wollt, dann denkt ganz bewusst darüber nach, ob jemand anderes diesen Ablaufplan mit euch durchzieht. Vielleicht hat der ein oder andere im heutigen Video eine richtige Abneigung gegen mich gekriegt, wenn ich redete, als wenn ich Manipulation verherrliche und gutheiße. Aber genau das war mein Ziel. Ich möchte, dass ihr dieses Video nicht nur anschaut, sondern das, was ich gesagt habe, bewusst analysiert und euch nicht mehr manipulieren lasst. Die Manipulation ist das Werkzeug des Bösen, die Aufklärung das Werkzeug des Guten gegen das Böse. Im nächsten Video geht es daher um die Macht der Aufklärung. Schaltet dazu auch gerne wieder ein, bewertet dieses Video positiv und empfiehlt es auch unbedingt anderen Menschen in eurem Umfeld weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.